willkommen in der Nordenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, ihr wisst, auf diesem Kanal rede ich ganz gerne mal über Wildkatzen. Und eine Wildkatze ist gerade in aller Munde und hat leider auch zu Silvester den Himmel erhellt. Rettet Leben und ist ein deutsches Produkt. Das, was ich euch zeige, ist ein chinesisch-deutsches Produkt. Ihr könnt euch schon denken, was es ist, weil ihr habt ja auch das Intro gesehen. Wir sprechen heute über den Flakpanzer Gepard von Qingbao, 1352 Steine XB06045 heißt das Set aus der Kooperation mit Bluebricks. Bei Bluebricks heißen die Sets hier auch Bluebricks Pro. Der Flakpanzer Gepard von Qingbao. Im Maßstab 1:30 übrigens. Ich bin sehr gespannt, was dieses Set hält. Es wäre ja mein erstes Landfahrzeug aus der Bundeswehrserie von Qingbao, Bluebricks, was ich gebaut habe hier auf dem Kanal. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch und dann schauen wir uns den Inhalt dieses Henkelkartons einmal genauer an. Da geht schon los. Ja Freunde, mein erstes Bluebricks Bundeswehr-Set, das nicht fliegt, hier auf den Bautisch, der Flakpanzer Gepard, die Katze, die in aller Munde gerade ist, aus der, wie gesagt, Bluebricks Qingbao Kooperation, was Bundeswehr-Thematik angeht. Das Set XB06045, ab 6 Jahren ist die Altersempfehlung, 1352 Steinchen haben wir hier und der Maßstab soll 1:30 beantragen. Hintergrund: ein bisschen Gefechtslärm, Müll, Dreck, Übungsplatz. Wir werden dieses Fahrzeug auf jeden Fall einmal hier für euch normal bauen und dann will ich gucken, ob ich es etwas aktualisiere. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Schauen wir uns jetzt einmal die Rückseite an. Und da sehen wir den relativ großen Karton. Wir sehen die üblichen Werbesprüche hier von Qingbao und Bluebricks. Wir sehen hier, dass wir einiges an Klappen abnehmen können. Auch den Turm können wir abnehmen. Das Radar können wir einklappen. Also wir können das Fahrzeug in den Transportmodus fahren. Und auch hier die Seitenschürzen können wir abnehmen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Fahrzeug. Wie gesagt, ich habe da, denke ich mal, ein bisschen was ich euch erzählen möchte. Gerade weil es aktuell in aller Munde ist. Freunde, aber viel wichtiger ist ja auch noch, was sich hier in diesem Henkelköfferchen verbirgt. Schauen wir jetzt, welche Steine sich im Inneren verbirgen. Ja Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Karton mal gepackt. Wir haben einen Umkarton, also einen Schubkarton, den wir rausziehen können, in dem wir die ganzen Beutel haben. 29 Tüten an der Zahl, eine Supporttüte mit Gummis. Wir haben eine 16×8er Plate in diesem Grün, diesem Qingbao Grün. Wir haben eine 6×12er Plate in diesem Braun. Wir haben die Anleitung, ja nicht ganz DIN A4, kommen wir gleich zu, aber wir haben ja bestimmt mal Interesse, wie viele Tüten wir haben. Wir haben hier nämlich 5-mal die Baugruppe 1, wir haben hier 5-mal die Baugruppe 2, wir haben 4-mal die Baugruppe 3, wir haben 5-mal die Baugruppe 4 und wir haben 9-mal die Baugruppe 5. Was ich ganz toll immer finde, Qingbao ist immer lustig. Die packen fast immer in den letzten Bautüten auch ihren Teiletrenner rein. Diese Giraffe. Ja, die Anleitung, habe ich gesagt, ist fast DIN A4. Typisch Qingbao-Anleitung. Heißt nämlich, dass wir mit der Tüte 1 hier so anfangen. Also das haben wir immer so kapitelweise nach diesen Bauabschnittstüten. Was wir bauen ist farblich. Pfeile weisen uns den Weg. Es wird auch immer angezeigt, was für eine Länge von Plates und ja, Bars man braucht, sage ich mal. Was wir bauen ist dann farblich, während der Rest farbentsättigt ist. Also nicht wie bei Kobi, wo es so ein Grau ist, sondern es wird einfach die Farbe reduziert, der Kontrast möchte ich mal sagen. Hier bauen wir wahrscheinlich den Innenraum vom Fahrer. Finde ich ganz cool, dass dieses Modell so detailliert ist. Und dann haben wir immer die 1,5 und die 1 steht halt für die Baugruppe. Wie gesagt, Pfeile weisen uns den Weg. Das Fahrzeug sollte Prinz haben. Da bin ich sehr drauf gespannt. Und wir sehen, dass wir dann mit der 5. Baugruppe und Baustep 72 fertig sind. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe ja erst einmal Qingbao Bundeswehr gebaut. Das war der Starfighter. Den fand ich überhaupt nicht gut. Habe ihn auch mittlerweile wieder verkauft und war froh, dass ich ihn los bin. Hier bin ich aber echt mal gespannt. Ich habe mit dem lieben Pobaxi, den lieben Christian, ja schon einmal mir den Leopard 2 angeguckt. Jetzt bin ich gespannt, wie dieses Fahrzeug hier wird, mal quasi für mich alleine, und vor allen Dingen freue ich mich so richtig auf die Fakten. Deswegen euch jetzt viel Spaß bei den Fakten und mir beim Bauen, liebe Freunde.
Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Und liebe Freunde, da wir hier ja von Qingbao bzw. Bluebix Pro den FLA-PZ Gepard bauen, den Flakpanzer Gepard, handeln sich die Fakten natürlich auch rund um den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard. Dieser bildete zusammen mit den Flugabwehrraketenpanzer, das heißt dann FLA-PZ, nämlich den Roland, und zuletzt auch dem leichten Flugabwehrsystem Ocelot, das sind Stinger-Raketen montiert auf einem Wiesel so grob, das System der Heeresflugabwehr der Bundeswehr. Nahezu bis zur Auflösung der Heeresflugabwehrtruppe vor rund 10 Jahren war der Gepard, zuletzt in der Version 1A2, in der Bundeswehr in der Nutzung. Aktuell ja in der Ukraine, aber da kommen wir später zu. Der Gepard wurde in erster Linie entwickelt, um in begleitenden Einsatz die Panzer- und Panzergrenadiertruppe vor angreifenden Flugzeugen und Hubschraubern im niedrigen Höhenbereich zu schützen. Ihr kennt vielleicht ja die Doktrin des Kalten Krieges. Wahrscheinlich wären die Truppen des Warschauer Paktes durch die niedersächsische, hessische Tiefebene gefahren und dort wäre es zu einer großen Panzerschlacht gekommen und deswegen hier die Unterstützung zur Flugabwehrsicherung. Mit Motorisierung und Fahrgestell des Panzers des Leopards 1 ausgestattet, war er in der Lage, der Kampftruppe selbst in dynamischen Szenarien nahe zu folgen. Auch für den stationären Schutz vor Angriffen aus der Luft, beispielsweise von Brücken oder Gebäuden, war der Gepard geeignet. Der Flugabwehrkanonenpanzer Gepard war mit seinem bordeigenen drehenden Rundsuchradar ein autonom und autark einsetzbares Waffensystem mit einer Radarreichweite von 15 Kilometern. Sein Folgeradar machte ihn allwetterkampffähig, denn bei schlechter Sicht des Richtkanoniers konnte dieser die radargesteuerte Zielerfassung nutzen. Das passiert auch gerade in der Ukraine. Die Bekämpfung von Bodenzielen konnte hingegen nur optisch und manuell erfolgen. Auch das passiert gerade in der Ukraine. Mit der Entscheidung, die Heeresflugabwehrtruppe aufzulösen, wurde 2005 zunächst der FLA-PZ Roland und dann 2010 der FLA-PZ Gepard, also nicht vergessen, Flugabwehrkanonenpanzer, und das andere war der Flugabwehrraketenpanzer, aus der Nutzung genommen. Das Hauptwaffensystem der Heeresflugabwehrtruppe war zuletzt das leichte Flugabwehrsystem Ocelot auf den Waffenträger Wiesel 2, das 2012 an die Luftwaffe überführt wurde. Habe ich euch gerade erzählt. Kraus Wegmann Maffei hat bis dato 570 Systeme dieses Typs als Generalunternehmer in Serie gefertigt und ist seit Beginn der Nutzung auch Hauptauftragnehmer für die technisch-logistische Betreuung des Systems. Geliefert wurden die Geparden an Deutschland, die Niederlande, Belgien, Rumänien und die Ukraine. Generelle Ausstattungsmerkmale des Gepards sind voneinander unabhängige Such- und Zielfolgeradare, 2 75 mm Maschinenkanonen mit automatischer Gurtzuführung, eine Kampfreichweite bis zu 6 Kilometern, die kürzeste Reaktionszeit gepaart mit höchster Präzision, Allwetterfähigkeit bei Tag und Nacht, zuverlässige Zielaufschaltung, Zielerkennung und Zielfolgeverfolgung auch unter ECM-Bedingungen. Generell wiegt das Fahrzeug 47,5 Tonnen. Das Zielfolgeradar KU-Band hat eine Reichweite von 15 km, das Suchradar S-Band 15 km auch, die Reichweite generell 550 km, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei um die 65 km in der Stunde und die Motorleistung hat 830 PS. Die Höhe, also bis zum Turmdach, beträgt 3,29 Meter, die Breite des Fahrzeugs 3,71 Meter und die Länge, also wenn der Turm auf 12 Uhr steht, ist 7,68 Meter. Ja, Freunde, das waren die Fakten zum Gepard, der gerade in der Ukraine beweist, dass gegen Drohnen dieses Fahrzeug vielleicht doch noch eine Alternative für die Bundeswehr gewesen wäre. Denn leider zeigt ja der Ukraine-Krieg, wie ein in Anführungszeichen moderner Krieg geführt wird. Und Drohnen und unbemannte Flugobjekte sind ja leider dort ein Mittel, was verstärkt eingesetzt wird und wohl auch in Zukunft in Konflikten eingesetzt wird. Und daher ist so ein Fahrzeug wie der Gepard hier leider immer noch ein bisschen in Anführungszeichen State of the Art wird gebraucht. Das die Fakten zum Fahrzeug. Euch jetzt viel Spaß bei den Fakten, nämlich bei meinem Review zu dem Modell hier von Qingbao. Nach 4,5 Stunden Bauzeit steht er da, unser Flakpanzer Gepard,
Aber Freunde, bitte hier nicht täuschen lassen. Ich habe dieses Fahrzeug über die Feiertage ganz entspannt im Discord gebaut mit einigen Leuten, die dort auch entspannt gebaut haben. Deswegen kann ich euch die zeitliche, ja, also wie schnell man ihn bauen würde, hier gar nicht so direkt sagen. Denn ich habe dieses Fahrzeug wirklich entspannt und genüsslich gebaut. Wenn ihr auch mal bauen wollt, entspannt und genüsslich mit netten Leuten, kommt ihr auch im Discord. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was soll ich zum Fahrzeug sagen? Außer, ihr habt es schon gehört, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich hier ein bisschen wirklich eines Besseren belehrt wurde, was Bluebricks Bundeswehr-Sets angeht, beziehungsweise Qingbao. Ihr wisst, die Kooperation mit Bluebricks, bei Bluebricks heißen die Fahrzeuge ja auch unter anderem Bluebricks Pro, beziehungsweise werden sie in dieser Serie mit angeboten. Also 4,5 Stunden, ganz entspannt. Ich kann euch sagen, dass ich eine ganze Menge Steine über habe. Ihr seht das hier, Technik, Räder, ein paar Technikverschlüsse, ein paar Fliesen und sogar eine Kettenglied. Habe ich über 2 Kettenglieder sogar, 3 Kettenglieder sogar. Ich verwerte immer diese, ja, ihr wisst schon, ne, diese Tests, die man gerade macht, diese Tüten, die verwerte ich immer wieder, schmeiße nicht einfach weg, wenn der Test abgelaufen ist zum Beispiel. Ja, egal, also ein paar Steinchen habe ich über. Ich werde nachher noch ein paar Sachen verbauen, denn dieses Fahrzeug wird an, ja, die aktuelle Nutzung in Osteuropa angepasst. Ihr seht das hier schon, seht ihr nachher am Ende des Videos und auch bei den Detailbildern werdet ihr sehen, wie ich dieses Fahrzeug hier auf eine Version der ukrainischen Streitkräfte umbaue. Aber wir bleiben erstmal beim Fahrzeug, deswegen seid ihr ja hier. Ich muss sagen, die Anleitung hat so seine Tücken, wenn es um die Farbgenauigkeit geht. Man kann immer sehr schlecht erkennen, ihr seht jetzt auch, hier ist immer lichtabhängig auch, was ist schwarz, was ist grün. Ein bisschen besser erkennt man es dann immer hier bei den ausgeblichenen Darstellungen, also die Darstellung davor. Ich habe es euch vorhin ja beim Unboxing erklärt. Also hier muss man immer so ein bisschen aufpassen. Deswegen kann es auch gut sein, dass dieses Modell hier vielleicht nicht ganz so akkurat gebaut ist wie in der Anleitung. Ich kann euch schon mal sagen, dass alles, was hier hinten drauf steht, auch funktioniert und stimmt. Das Einzige, was nicht wirklich gut funktioniert, sind hier die Seitenschürzen. Kommen wir gleich dazu. Gut funktioniert ist ein bisschen untertrieben. Wenn ihr das Video im Speedbild bis zum Ende gesehen habt, werdet ihr sehen, dass ich da auf einmal mit einem Messer hantiere. Warum, weshalb, wieso, zeige ich euch gleich. Erst einmal generell noch zum Fahrzeug. Ihr habt ein paar Fakten gehört. Ein wichtiger Fakt vielleicht noch, warum dieses Fahrzeug ja so mit in den Medien war, außer dass es ein super gutes Fahrzeug zur Drohnenabwehr ist, sind ja die Kanonen. Dieses Fahrzeug wurde typisch NATO-Fahrzeug zusammen mit den niederländischen Streitkräften entwickelt. Die wollten ein anderes Kaliber haben, so 40 mm, die Bundeswehr 30, man hat sich geeinigt auf 35 mm und ja, dieses Kaliber gibt es so nicht so häufig und daher gab es da auch nur einen Hersteller in der Schweiz. Mittlerweile hat Kraus Wegmann Maffei, der Hersteller dieses Fahrzeugs oder der jetzige Generalunternehmer für dieses Fahrzeug, eine Firma aufgekauft, die diese Munition herstellt. Warum, weshalb die Munition der kritisch ist, naja, dieses Fahrzeug verschießt seinen gesamten Munitionsverbrauch innerhalb von 60 Sekunden. Deswegen ist dieses Fahrzeug hier prädestiniert für kurze Feuerstöße. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel so ein Fahrzeug an Munition dann verbraucht, wenn es richtig im Einsatz ist, richtig beschossen wird, quasi richtig Drohnen abfangen muss, wie gerade jetzt in der Ukraine. Und deswegen ist das Thema Munitionsverbrauch hier wirklich sehr, sehr heikel und wichtig. Und generell, ich meine, so ein Fahrzeug braucht ja noch mehr. Wartung, Tross, Pipapo und dann halt noch ja, innerhalb von 60 Sekunden alles verschossen. Das ist schon der Wahnsinn. Was auch Wahnsinn ist, und das geht hier auch ganz gut, ist nämlich das Drehen des Turms. Das geht wirklich gut. Das kann das Fahrzeug innerhalb von 3 Sekunden einmal um die eigene Achse, also 360 Grad drehen. Innerhalb von 3 Sekunden. Das ist dann wieder Breakdancer auf eurer Kirmes, Kirbe, Schützenfest. Also das ist der Wahnsinn. Das Gute ist, dass die Besatzung hier in der Mitte sitzt. Da können wir auch gleich mal mit einsteigen. Das ist nämlich so ein kleines Manko bei diesem Fahrzeug, was ich nicht so cool finde, dass es nämlich hier nicht stimmt. Dass wir nämlich hier, man kann es schön auseinanderbauen, wie eine Anleitung auch, das ist wirklich cool. Also erstmal hier, man kann die Kanonen über eine Achse hoch und runter bewegen. Das ist immer bei der ersten, geht es leichter, dann zieht die so ein bisschen nach. Das ist ganz cool.
Aber man kann dann hier, und deswegen wollte ich euch ja zeigen, an den Turm ran. Man kann eine Luke aufmachen, man braucht jetzt bloß ein bisschen Fingernägel, aber das geht. Dann kann man da reingucken. Man kann aber auch hier einfach ein bisschen auseinanderbauen. Dann kann man nämlich auch in den Turm reingucken. So, man könnte es auch noch seitlich mehr auseinanderbauen. Da seht ihr Steuerung. Wir machen es auch. Wir bauen es auseinander hier. Das ist extra so gemacht, dass man da reingucken kann. Da seht ihr es auch schön mit Prinz. Wir haben aber hier nur einen Platz für den Kanonier. Das ist aber nicht richtig, denn eigentlich ist der Kommandant und der Kanonier bzw. Richtschütze hier im Turm vorgesehen, während ja hier bei dem Bau, bei dem Fahrzeug der Fahrer und der Kommandant dann in der Wanne vorgesehen sind. So, ich muss mal beide Hände hier nehmen, um es wieder zusammenzubauen. Das ist das Gute, dass eigentlich fast alles, was hier abfällt am Fahrzeug, man auch wieder schnell zusammenbauen kann. Wie gesagt, hier am Turm, das ist da vorgesehen, dass ihr auch da leicht rankommt. Das Fahrzeug hat ein, zwei bauliche Schwächen, wo auch die Kanonen dazugehören. So, Klappe zu. Hier vorne ist eines der Radars. Das wackelt auch so ein bisschen, ist nämlich auf so einen angedachten Turntable. Das wackelt so ein bisschen, aber das soll auch so wackeln, aber es geht halt auch leicht ab. Ihr seht es da. Aber man drückt es dann wieder fest und hofft dann, dass es losgeht, nicht wieder losgeht. So. Was ich euch sagen wollte ist, die Befestigung hier der Kanonen, das ist ein bisschen blöd, weil es, ja, ihr seht es, es geht schnell ab. Denn es ist hier mit einem 1x1er Roundbrick und so einer Bar festgemacht. Der Roundbrick noppt das natürlich dann hier unten auf diesem ja, spitzen Slope da. Und dann stecken wir es auf und dann stecken wir die Stange rein und hoffen, dass es fest ist. Das ist dann auch relativ fest. Bloß dieses Fahrzeug hat ein bisschen Schwächen, was die Techniksachen angeht. Ich würde mal sagen, das ist vielleicht Absicht, dass man hier einfach, wenn man entgegenkommt, ja, es leicht abbricht, damit man sich vielleicht nicht ins Auge piekt, das weiß ich nicht. Also diese Stangen, seht ihr, ja, das sind Sollbruchstellen, das ist vielleicht Absicht. Ich habe mir aber sagen lassen von Leuten, die schon viel mehr dieser Fahrzeuge gebaut haben, dass die Technikteile von Tsingtao einfach nicht so gut sind. Optisch ist das alles gut gelungen. Wir sehen hier auch die Nebeltöpfe, das sind Revolver, Minifigurenpistolen. Wir sehen, die Tarnung ist auch gut geworden. Ich habe ja ein bisschen die verbogene Antenne hier, ist aber nicht schlimm. Die sitzt ganz gut, ganz spack, während die hier ganz locker sitzt, aber halt auch wieder hier auf einem Technikpin. Das ist auf dem Balljoint, das ist nicht so gut. Was cool ist, ist, dass wir das andere Radar umklappen können in Richtung, wie das Fahrzeug, also es wird, wenn es nicht genutzt wird, das Fahrzeug, gehen die Kanonen hier so auf 12 Uhr Stellung und man kann das Radar dann so drehen. Aber ihr seht, ja, der Drehmechanismus, hier ist der Pin wieder ganz gut, da muss man aufpassen. Man baut sich da immer ein bisschen diesen Spiegel ab. Man drückt es an am besten und dann macht man das hier ganz vorsichtig und dreht es um. Und dann ist das Fahrzeug quasi in Marschbereitschaft. Denn ihr wisst ja bei Panzerfahrzeugen, dass man immer versucht, eine flache Silhouette zu haben, damit man, ja, jetzt fällt es auseinander, ihr seht, das ist nicht so gut gelöst, also flache Silhouette, damit man möglichst wenig, ja, Ziel bietet. So, man kann es aber relativ fix wieder dran bauen. Es ist halt, glaube ich, einfach kein Spielset, aber würde ich eh nicht empfehlen. Ja, gut, da fällt es mir ab. Turm geht leicht immer ab, weil wir es hier auf diesen Roundplates haben. Es sind 5 an der Zahl. Ich muss mir eben gerade das Steinchen noch aufheben, was mir heruntergefallen ist. So, damit wir es hier ordentlich anklemmen können. Hier den Robotergriff auf diese Halterung, damit wir dann das Radar in Marschposition packen können. Ja, ihr seht, da fällt es mir ab. Kanonen, wie gesagt, das ist wohl Absicht. Das mit dem Radar, hier ist die Technik dann zu gut. Also, so ist dann das Fahrzeug in Marschposition. Fahren tut es sich richtig gut. Es hat eine Federung, kommen wir aber auch gleich zu. Ihr seht es ja auch hier. Viel wichtig ist aber, ich habe angefangen mit dem Turm, wo eine Person drin ist. Dafür haben wir in der Wanne dann mehr Positionen, also Plätze für Leute. Wir haben erstmal hier eine angedeutete Luke. Da ist dann Platz, da müsst ihr mit einer 1x2er Plate könnt ihr ein Torso drauf machen. Dann kann man das aber hier abnehmen, die ganze Klappe anhand der Luke, und kann reingucken und sieht hier, wir haben 2 Sitze, wir haben ganz viele Drucke. Ich würde sagen, wir machen uns noch mal mehr ab. Es geht nämlich noch mehr ab hier hinten, schaut mal. Da, zack, tada. Und hier auch noch die Klappe, zack, tada.
Wir haben hier richtig Platz im Fahrzeug und können uns da austoben. Wie gesagt, hier sind 2 Plätze, also hier dann quasi der Fahrer und Kommandant, was halt nicht richtig ist. Und hier hinten haben wir Munition. 6 Schuss, also ja, ich habe euch ja gesagt, die geht schnell weg. Und wir haben hier den angedeuteten Motor, finde ich richtig cool. Wir haben generell viele Drucke. Hier vorne seht ihr das typische Y für Germany Nummernschild. Wir haben hinten das NATO-Symbol und auch wieder das Nummernschild. Und wir haben am Turm die Balkenkreuze. Hole ich noch einmal her. Da haben wir das. Habe ich Balkenkreuze gesagt? Ich meine natürlich die Tatzenkreuze der Bundeswehr. So, kommen wir zum vielleicht nervigsten Teil an diesem Fahrzeug. Das sind diese Schützen. Die kann man nämlich eigentlich abmachen, hängen an diesen Brackets. Aber wenn man die einmal abgemacht hat, kriegt man die ganz schlecht wieder dran. Ich versuche es mal jetzt für euch zu machen. Ich habe die so festgemacht, dass ich sie gar nicht abkriege. Seht ihr das? So. So hängen die da dran auf den Noppen und die Noppen müsst ihr dann darunter klemmen. Also so, das geht gar nicht so gut mit der Kette. Ich lasse es auch gleich weg, denn ich kriege das gar nicht mehr so gut dran. Ich wollte es euch nur zeigen, weil auch hier fällt das dann leicht auseinander. Hängt nämlich auch nur an einer Noppe. Ihr seht das hier vielleicht. Hängt an einer Noppe und dann müsst ihr das so darunter noppen. Das hält. Kriegt ihr so gar nicht hin. Brauche ich jetzt hier im Video gar nicht versuchen. Müsst ihr die Kette abmachen. Das ist aber sehr, sehr nervig. Was ich euch aber zeigen wollte, was Spaß macht, ist das Fahrwerk. Das ist die Federung. Ich habe echt gedacht, das nervt mich vielleicht, aber es ist ziemlich cool. Man hat auch hier Gummis gespannt, immer über einen Balljoint quasi vom Vordermann. Da seht ihr es hier oben, da seht ihr den Knubbel. Ne? Und somit hat man eine schöne Federung. Die Technikteile sind, habe ich gesagt, nicht die besten. Und es ist hier auch im Grau, in Original wären sie ja auch in Grün, in diesem NATO-Oliv. Aber es ist ein schöner Kontrast und die Kette ist ja auch so metallic. Da passt das. Trotzdem, ja, weiß ich nicht, andere Farbe hätte ich mir gewünscht. Also ein Ersatzgummi ist auch dabei und man kann es auch wohl, wenn ein Gummi reißt, gegen handelsübliche Gummis austauschen. Spaß macht die Federung auf jeden Fall. Ich zeige sie euch nochmal, denn sie funktioniert wirklich. Ihr seht das hier. Das ist ziemlich cool. Ohne die Schürzen übrigens ist das Fahrzeug auch eher im Maßstab. Also das Fahrzeug ist eigentlich eine Noppe zu lang. Und ohne Schürzen passt es auch von der Breite her, dann hat man auch wirklich die versprochenen 1:30, wenn ihr das mal vergleicht mit den Originalmaßen. Die habe ich euch ja in der Faktenzeit gesagt. Was blöde ist, dass diese Heckspoiler, nein, nicht falsch, aber diese Schmutzfänger, die gehen immer ab, hängen auch nur an einer Noppe. Generell zur Teilequalität möchte ich mal sagen, man sieht natürlich hier und da schon mal ein bisschen, dass diese Steine, ihr seht es mal hier im Licht, vielleicht schon mal gelegen haben und matt sind vielleicht, andere wieder sehr glänzen, aber ich sag mal so, das ist ein Panzer. Das habe ich bei anderen Sets schon viel, viel schlimmer gehabt, jetzt nicht von Bluebricks, deswegen ist das völlig d'accord. Ich muss auch echt sagen, dass ich jetzt hier mit schlimmen Erwartungen rangegangen bin und wirklich positiv überrascht worden bin. Das Fahrzeug hat mir jetzt hier wirklich Spaß gemacht, trotz seiner Schwächen. Und dass wir hier alles wieder zu und aufklappen können, gefällt mir richtig gut. Also, ne, Klappe hier zu, hier die Klappe zu. So, und ihr seht, ich kann drücken und die Federung, halt, ihr habt es nicht gesehen, so, ich kann hier drücken, die Federung funktioniert. Ne? Und ich kann hier hinten den Motorraum auch noch zumachen. Funktioniert auch. Ein bisschen blöd ist, und das kann ich euch jetzt nicht so gut demonstrieren, weil ich will das Fahrzeug nicht auseinandernehmen. Wenn ihr zu sehr drückt, wenn ihr zu sehr von oben drückt, wenn ihr Figuren reinpacken wollt oder am Motorraum was macht, dann drückt ihr das Fahrzeug hier auseinander. Habt ihr so eine kleine Sollbruchstelle. Und auch hier vorne, diese Schrägen, die hängen nur an 1-2 Noppen. Da gehen auch mal ganz schnell diese Plates hier ab. Ihr seht es, 2 Noppen. Da müsst ihr auch aufpassen. Also es ist wirklich kein Fahrzeug, was sich jetzt zum großen Spielen eignet. Aber zum Hinstellen als Demonstrator ist es ein richtig cooles Fahrzeug. Und wie gesagt, fahren, der Rolltest ist auch super. Hier halt nur bei mir ein bisschen blöd, weil es halt, ich habe hier meinen typischen Bauflies, den müssen wir mal ändern, der gefällt mir nicht. Das Fahrzeug wurde in den 60er, 70er Jahren entwickelt, habe ich euch, glaube ich, vorhin in Speedbild erzählt und ist bis heute halt im Einsatz. Ja, nur nicht bei uns. Bei uns wird überlegt, sich das Nachfolge
Objektschutzsystem Mantis zu besorgen, das dann intelligente Munition hat. Hier hat man ja nur ganz normale ballistische Munition, was aber gerade für diese blöden Drohnen aus dem Iran, gerade in der Ukraine, ziemlich gut und wirkungsvoll ist und vor allen Dingen auch viel, viel günstiger als Raketenabwehrsysteme. Denn hier wird geschossen und die Trümmer zerschießen schon fast dann die Drohnen. Also es muss gar nicht direkt getroffen werden. Ja, ein tolles Set. Danke Bluebricks, muss ich echt sagen. Wie gesagt, das hier ist das, was mich am meisten nervt. Vielleicht lasse ich jetzt ab, aber ich baue es ja eh noch um das Fahrzeug zur ukrainischen Version. Ich habe leider keine anderen Bluebricks Bundeswehrfahrzeuge, deswegen habe ich mal hier die Fahrzeuge von Patrick von Modbricks daneben gestellt, damit wir es hier so ein bisschen in NATO-Farben haben. Wir haben nämlich hier den Duro und da drüben den Mongo der Krisenspezialkräfte bzw. vom KSK. Aber darum soll es gar nicht gehen in einem anderen Video. Hier geht es um unseren Gepard, der richtig gut gelungen ist. Ja Freunde, ihr bekommt jetzt noch mal ein paar Detailfotos und dann schauen wir uns zu ein paar anderen Worten noch einmal in die Augen. Ja Freunde, wie immer an dieser Stelle eine kleine Foto- bzw. Foto-Video-Show mit Detailfotos vom eben gerade von mir reviewten Modell. Hat auch den Vorteil, dass wenn ich mich verbaut habe, ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben könnt. Denn ich weiß, mit euren Adleraugen findet ihr immer mal wieder Sachen, die vielleicht nicht richtig angedrückt sind oder wo ich etwas verdreht habe und ihr weist mich dann freundlicherweise darauf hin. Und da ich ja eh jeden Kommentar beantworte, ist das wirklich für mich eine Absicherung. Außerdem könnt ihr auch selber euch nochmal ein Bild vom Modell machen, ob es euch gefällt oder nicht, unabhängig von dem, was ich euch erzähle. Dieses Fahrzeug musste ich einfach aufgrund der aktuellen Thematik bauen. Ich überlege auch ganz hart, dieses Fahrzeug noch einmal vielleicht aus Kubi-Steinen zu bauen. Es gibt ja mittlerweile immer mehr Möglichkeiten an Kubi-Steine zu kommen, zum Beispiel wenn man direkt bei Kubi bestellt oder bei buildingbricks.de oder sich selber vernetzt, so wie bei uns auf dem Discord. Da gibt es nämlich auch mittlerweile Bezugsquellen für Kubi-Steine. Also ja, vielleicht wage ich mich mal an einen Gepard-Mock aus 100% Kubi. Freunde, bleiben wir beim Thema Bluebricks und die Bundeswehrserie. Ich habe euch schon mal danach gefragt, aber hier nochmal meine Bitte. Freunde, welches Set aus dieser Bundeswehrserie von Bluebricks soll ich euch denn noch einmal vorstellen? Die Panzerhaubitze 2000 habe ich auch aufgrund der gleichen Thematik ganz hoch bei mir im Kurs. Flugzeuge habe ich ja schon den Starfighter gebaut und die Phantom hatte ich auch schon mal, die habe ich aber wieder verkauft, weil ich mir nicht so ganz sicher war, ob dieses Fluggerät nicht nochmal von Kubi kommt. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, welches Set ihr euch von Bluebricks aus der Bundeswehrserie von mir reviewt wünscht und wenn ihr euch kein Review davon wünscht, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, meine Freunde. So, das waren meine letzten Worte. Jetzt hier viel Spaß beim Rest des Videos. Ja Freunde, da ist das Video auch leider schon zu Ende, denn alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das Jahr ist zu Ende, wir beginnen gerade ein neues Video hier auf meinem Kanal zum Thema Bluebricks. Generell ist es ja schon komisch, dass ich dieses Fahrzeug hier umgebaut habe und die ganzen schönen bedruckten Fliesen habe ich ausgetauscht. Wir Klemmbaustein-Fuzis, wir YouTuber, wir Enthusiasten, wir Hobbyasten möchten immer bedruckte Fliesen und ich baue sie aus, nur damit ich hier ein bisschen das Fahrzeug an aktuelle Geschehnisse anpassen kann. Aber ausgebaut heißt ja nicht, dass sie wegkommen. Ich kann sie vielleicht woanders für noch gebrauchen. Apropos gebrauchen, ich brauche euch auf jeden Fall natürlich zum Austausch, zum Weiterbilden, so wie ich mich jetzt hier mit dem Thema Bluebricks weitergebildet habe. Schreibt mir bitte eure Meinung unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, auch wenn ihr den Kanal hier abonniert, damit die Reise Richtung Klemmbaustein-Himmel weitergeht. Lasst mir bitte, wie gesagt, einen Kommentar da und einen Daumen hoch, Daumen runter zur Einordnung. Wie euch das Video gefallen hat, würde mich auch sehr freuen und interessieren. Ja, in diesem Sinne, Freunde, hoffe ich, dass ihr ins gute Jahr gekommen seid. Hoffe ich, dass wir hier noch viel Spaß zusammen haben. Auf Wiederbauen und bleibt gesund. Euer Freund, der Blockstar.